Es ist soweit. Wir haben heute den 1. April 2022 und in ein paar Minuten werden wir abgeholt zum Flughafen. Miriam ist noch oben und ja, wir könnten keinen besseren Tag erwischen, um Deutschland zu verlassen. Es schneit draußen und es ist 1 Grad und ja, wir sind sehr froh, jetzt gleich wegzufliegen und dort sind aktuell 28 Grad. Das ist ein kleiner Unterschied. Unsere Koffer sind gepackt und ja, ansonsten unser Flieger geht jetzt gleich von Düsseldorf nach Frankfurt um 10:30 Uhr, glaube ich, und dann geht der nächste Flieger von Frankfurt dann nonstop nach Orlando um 13:55 Uhr, sodass wir dann Ortszeit 18 Uhr ungefähr in Orlando sind. Und dann holen wir unseren Mietwagen ab bei Sixt. Ist halt ein bisschen außerhalb des Flughafens, haben wir jetzt auch noch nie gemacht, sind wir auch gespannt drauf. Und dann geht's nonstop ab nach Universal ins Endless Summer Dockside Resort. Ja, wir sind gespannt. Miriam ist wieder ein bisschen übel, weil sie wieder Respekt vom Flug hat. Das ist aber immer so, von dem her machen wir uns jetzt keine Gedanken. Wir sind hoffentlich ganz gut vorbereitet. Wir haben jetzt auch alle Corona-Unterlagen hochgeladen und haben wir dabei und alle Formulare, die man halt braucht, die die Amerikaner wünschen, haben wir ja, hochgeladen und auch im Papier dabei. Wir haben unsere Bordkarten und ja, jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Unsere Koffer haben auf den Hinflug 11 und 19 Kilo, also können wir noch einiges dazu laden und ja, wir sind sehr gespannt, freuen uns sehr auf die 25 Tage und ja, alles weitere dann gleich vom Flughafen wahrscheinlich. Nur nicht auffilmen? Bitte? Nee, lieber nicht, kommen wir hoch. Das ist Taxifahrer, ne? Ja, ein privater Taxifahrer. Welchem Gate? Wir müssen Gate 49. Ja, A49. So, wir sind jetzt am Frankfurter Flughafen. Jetzt mit der kleinen Maschine von Düsseldorf aus geflogen. Der Flug war ganz gut. Ja. Bis auf die Landung, die war ein bisschen kippelig. Da hat die Miriam kurz wieder Angst bekommen. Ja, wir müssen jetzt auf die Toilette und dann gehen wir was essen. Wahrscheinlich bei McDonald's. Ja. Traditionell. Ja, wir sind jetzt hier am Flughafen in so einem Tunnel und gehen jetzt zu unserem Gate Z und hoffen, dass unser Flieger auch wirklich geht, weil angeschlagen war er gerade nicht, aber ich hoffe, das heißt nicht viel. So, dann gehen wir jetzt mal weiter und hoffen, dass es was Leckeres bei McDonald's gibt. So, Grenzkontrolle auch hinter uns gebracht, ganz modern mit einer Maschine, wo dann unser Pass eingelesen wurde und wir dann vor einer Kamera stehen mussten, weil wir EU-Bürger sind und die durften das machen. Und
Jetzt gehen wir zu Z66. Und da ist ja bekanntlich unser McDonald's, soweit ich das noch weiß. Sind wir am Arsch der Welt. Wir waren hier schon mal und da war das auch irgendwie in der Richtung. Und dann haben wir aber unser Gate geändert. Wir haben das nicht mitbekommen. Wir haben uns gewundert, warum da kein Mensch mehr sitzt. Und da mussten wir uns dann doch ein bisschen sputen, weil wir genau am anderen Ende dann... Wir waren dann plötzlich bei Z1 oder so. Ja, Naja, egal. war lustig. So, dann werden wir jetzt mal lecker was essen. So, wir sind jetzt am Flugzeug, schon etwas länger unterwegs. Ich glaube jetzt fast 2 Stunden ungefähr. Knapp 2 Stunden. Und es gab dann jetzt doch auch mal Essen und vor allem erst mal trinken. Dennis war so gierig, da ist schon alles weg. Ich habe extra mal was gelassen. Ja, aber war so lecker, weil wir vegetarisch waren. Achso, ja genau, es gab nur noch vegetarisch. Was aber nicht schlimm war, es war sehr lecker. Ja, das ist Sie gerne zu trinken? Eine Apfelschorle bitte. Das ist das Gemüselassagne, Salat, ein Brownie und ja. War lecker, Danny? So, Miri. Wir haben es, aus dem Monster, das stimmt. Wir haben jetzt laut deutscher Zeit, ich glaube 4 Uhr morgens, halb 4 oder ja. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall 20 vor 12. Dann haben wir sogar halb 5 schon. Ja, war der schlimmste Anreisetag, den wir bisher nach Orlando hatten. Ne, erst unser Flieger, total Verspätung, 2,5 Stunden Verspätung und dementsprechend waren wir 2,5 Stunden später hier. Dann zog sich der Flug sehr in die Länge. Die Flugzeugin war echt eng, also Lufthansa echt mega eng und unbequem, also wenn man Economy fliegt. Ja, und dann haben wir beim Mietwagen holen und da wollten die dann eine PIN-Nummer von der Kreditkarte, den habe ich mir aber nicht, den habe ich nicht aktiviert. Da war dann ein riesen Hickhack, wie die dann unsere Deposit von $200, wie die das einbuchen. Wir haben das über ADAC ja im Vorfeld, haben wir die Mietwagen bezahlt. Da waren die auch sehr, sehr nett, die beiden Damen, die das gemacht haben. Aber die eine war sehr hilflos. Ne? Und die andere... Aber die haben sich beide sehr viel Mühe gegeben. Also ich kann da nichts Schlechtes über die beiden sagen tatsächlich. Nee, haben die jetzt wirklich nicht. Die haben das jetzt irgendwie schriftlich gemacht. Wir haben jetzt auch den Wagen bekommen, ein Hyundai Tucson. Den werden wir dann morgen mal zeigen. Fährt sich ganz schön. Dann, ja, dann haben wir jetzt hier eingecheckt im Dockside Inn & Suites vom Endless Summer Hotel in Universal. Ja, sehr schön. Morgen gibt es eine ausführliche Roomtour dazu. Jetzt nicht mehr, weil wir sehr, sehr müde sind und auch jetzt direkt gleich schlafen gehen. Aussicht, kann ich gleich mal zeigen, ist auch ganz nett. Wir sind im 9. Stock und ja, da wir Universal-Gäste sind, haben wir eine Stunde Early Park Access in Island of Adventure, sagte sie. Also der andere Park jetzt glaube ich nicht. Ja, morgen ist wohl recht voll, weil ja Samstag ist und dementsprechend haben die da auch andere Öffnungszeiten. Ja, und eine gute Sache war ja noch, wir müssen hier zum Parken unseres Autos müssen wir
15 oder 17 Dollar pro Nacht bezahlen. Wir sind jetzt 10 Nächte hier und sie hat dann gesagt, weil wir so viele Nächte sind, möchte sie jetzt uns ungern so viel Parkgebühren in Rechnung stellen und hat uns dann jetzt einen Pauschalpreis von 79,90 Dollar gemacht. Habe ich dann auch direkt Daumen hoch. Und dann beim Kreditkarten einlesen, war wieder mit Chip und dann wollten die wieder PIN-Nummer. Das ist, denke ich, dann mit dem Chip ja dann auch üblich. Dann sagte sie, ist gar kein Problem, dann swipen sie. Und dann haben wir geswiped und dann war das gar kein Problem. Hätte wahrscheinlich bei Six auch geklappt, wenn die das gewusst hätten, weil die hatten auch ein Gerät, wo man swipen konnte. Aber es ist jetzt wie es ist. Wir haben da echt, glaube ich, noch eine Stunde gestanden. Aber wie gesagt, Six war sehr, sehr nett und die waren wirklich bemüht. Gar kein Thema, also eigentlich alles gut. Und ja, jetzt zeige ich nochmal den Ausblick. Der ist dahingehend ganz cool. Und da gucken wir aufs Holiday Inn und ich glaube, die Interstate ist da. Und hier direkt vor uns ist halt der Eingangsbereich und der Eincheckbereich vom Dockside. Und direkt daneben an, auf der anderen Seite ist das Surfside. Ja, soweit beenden wir jetzt unseren Travel Day, sind völlig fertig und Miriam lässt hier die Sicherung knallen. Ja, und dann morgen früh schauen wir mal, wie früh wir aufwachen. Und dann ist unser Plan, zum Volcano Bay zu gehen. Nicht wahr, liebe Miriam? Oh ja. So, Miriam, sag noch schön Tschüss. Tschüss. Ja, wir verabschieden uns. Bis morgen.